Üben wir unterschiedlich, Hans-Jörg? Ich weiß es nicht. Ja, müssen wir mal zusammen üben. Genau, müssten wir mal zusammen üben. Wie viel üben wir überhaupt und wie üben wir? Mein Sohn hat mir so ein kleines Plakat geschenkt, wer übt, kann nichts. Also, aber bitte. Also ich habe für mich festgestellt, dass das Üben eigentlich ein Prozess ist, der sich ständig wandelt, weil man immer wieder auf andere Themen stößt mit sich selbst. Also ich meine, natürlich gibt es so eine Grundtechnik, die man übt, wie Tonleitern, Doppelgriffe, Etüden und so. Aber dann hat es auch sehr damit zu tun, was man gerade für ein Repertoire spielt. Also wenn ich weiß, okay, jetzt steht 9. Maler auf dem Programm, wo wir nach einer Stunde schon Anstrengendes gespielt haben und dann kommt noch 20 Minuten so einen langen Abgesang in den hohen Streichern, dann werde ich 2, 3 Wochen vorher anfangen, Tonleitern zu üben mit ganz langsamen Bogen und einfach da diesen Klang suchen und so ein Wohlgefühl suchen für mich, dass ich einfach danach für das gewappnet bin. Für mich ist das Grundlegende am Üben doch die Fitness auf dem Instrument. Das ist ein bisschen wie ein Sportler bei uns mit der Muskulatur, Lungenkapazität. Das muss fast täglich geübt werden, sonst geht das schnell verloren. Ich spiele dann oft diese täglichen Übungen, ja, einfach dieses Fitnessprogramm. Und dann frage ich manchmal meine Familie, ist das nicht schlimm für euch? Dann sagen die immer, wir hören das gar nicht mehr. Aber ich denke, die wollen nur nett zu mir sein. Wenn wir jetzt eine Malersinfonie spielen, die jeder kennt, dann das muss immer wieder geübt werden, aber dann weiß man natürlich schon ganz genau die und die und die und die Stelle und dann kann man auch einschätzen, wie lange brauche ich dafür. Und wie war denn das bei der langen Walküre, die wir gespielt haben, die ja doch sehr ein dickes Buch ja, ist genau. für euch erste Geige? Die Walküre war unglaublich toll, dass wir viele Kollegen haben in den ersten Geigengruppen, die einfach in Bayreuth spielen und die das Repertoire einfach unglaublich gut drauf haben und das sehr gut kennen. Und da habe ich mich dann tatsächlich einfach mit einer Kollegin hingesetzt und gesagt, du sag mir jetzt mal in diesen 80 Seiten, welche Stellen ich üben muss, weil das war einfach so umfassend. Und dann saßen wir da über der Stimme und habe ich Kreuze gemacht und einfach, ja. Und dann wusste ich, okay, die und die Stelle und habe es mir einfach dann auch wirklich einmal angehört. Also das ist natürlich, wenn ich jetzt ein Stück gar nicht kenne, dann nehme ich einfach einmal die Noten und höre mir das einfach an und dann kriegt man auch ein Gefühl, wie es ist. Verraten wir, wie lange wir nicht üben im Urlaub, Hans-Jörg? Ich weiß nicht. Also ich kann meine Geige schon auch mal 4, 5 Wochen in den Sommerferien weglegen. Das tut mir gut. Also das brauche ich. Einmal im Jahr brauche ich mal eine längere Pause. Und sonst, wenn man mal 2, 3 Wochen keinen Dienst hat, dann schaut man natürlich schon, dass man sich fit hält. Ich übe dann nicht jeden Tag, aber ich gucke, dass ich so jeden 2. Tag dranbleibe und dann meistens eigentlich noch mal sehr intensiv einfach vor den Proben, dass ich schaue, so eine Woche bevor das Orchester wieder anfängt, da fange ich wieder an, mich zu fokussieren. In meinen ersten Jahren habe ich immer durchgespielt im Urlaub. Da hatte ich auch immer was zu spielen und habe einfach so mein Niveau versucht zu halten. Aber jetzt habe ich auch gemerkt, dass es ganz gut ist, auch eine etwas längere Pause zu machen. Aber das schaffe ich nicht mit den 4 Wochen. 2, 3 Wochen, dann, das ist für mich das Maximum. Sonst muss man wieder so einen weiten Anstieg machen. Und unterm Jahr übe ich fast jeden Tag, muss ich sagen, auch Samstag, Sonntag natürlich. Ein berühmter Kollege hat mal gesagt, wenn ich einen Tag nicht übe,
dann merke es ich. Wenn ich 2 Tage nicht übe, merken es die Kollegen. Wenn ich 3 Tage nicht geübt habe, dann merkt es das Publikum. Ich muss sagen, in einer Woche, wo ich eben Dienst habe, dann passiert für mich nicht viel anderes. Da lebe ich eigentlich wirklich nur dafür und versuche das so gut wie möglich hinzukriegen. Ich gebe auch zu, dass es vielleicht auch ein bisschen mit dem Alter zusammenhängt, wo man vielleicht mehr üben muss als vielleicht noch in jungen Jahren, wo man schneller regeneriert. Vielleicht ist das mein Los. Ja, ich merke aber auch, dass ich mehr üben muss wie noch vor 10 Jahren. Aber du bist ja noch jung. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, man hat das Vorbild von allen Kollegen, die schon lange da sind, die einfach bis zum Schluss so fantastisch spielen. Und man nimmt sich von jedem irgendwie das, was man besonders toll findet und versucht halt in diesen ganzen Jahren irgendwie das auch so gut hinzubekommen. Du musst dir keine Sorgen machen. Ja. Vergeht Jahr um Jahr, vergeht und dann plötzlich ist man dann auch, gehört man auch schon zu denen. Aber es stimmt schon. Also es nimmt einen schon sehr, also man muss schon sehr fokussiert sein. Ja. Das finde ich schon. Ich bin jetzt das 40. Jahr in diesem Orchester. Es wäre naheliegend, dass man dann sagt, naja, das habe ich ja alles schon so oft gespielt und so. Aber ich muss sagen, es bleibt für mich immer noch spannend. Die Musik bleibt immer die gleich schöne und ist immer wieder gut zu machen. Das ist auch eine große Herausforderung. Also ich finde, ich habe nichts eingebüßt in dieser Hinsicht an Freude daran.